Grüezi und herzlich willkommen an der schönen blauen Donau. Die Stadt bietet ihren Besuchern viel und das erwartet dich. Und natürlich noch einiges mehr, doch etwas vom Wichtigsten gleich vorneweg, der Naschmarkt. Er wird uns mit seiner Vielfalt an Angeboten zweifellos noch mehr Lust aufs Erkunden von Wien machen. Übrigens geöffnet ist der Naschmarkt jeweils von Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr. Das Ausstellungshaus der Wiener Künstlervereinigung Sezession macht den Auftakt zu den wunderschönen Gebäuden links und rechts entlang des Naschmarktes. Mit dem Blick auf die Häuserfronten sind wir bei der Kettenbrückengasse angelangt. Hier endet der Naschmarkt und der Antiquitätenmarkt beginnt. Allerdings ist dieser nur von März bis November jeden Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sehr viel ist auch in Wien fußläufig erreichbar und für größere Distanzen bietet sich die Metro oder der Bus an. Das Schloss Belvedere ist ein wahrhaft echtes Schmuckstück mitten in Wien. Im oberen Belvedere, einem Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert, kannst du Kunst vom Mittelalter bis heute und überdies eine bedeutende Klimt-Gemäldesammlung anschauen. Die Sicht aufs obere Belvedere vom großen Bassin aus ist schon beeindruckend. Der Schlossgarten eignet sich, wie der Name schon andeutet, zum Flanieren und Genießen.
Von hier hast du bereits eine herrliche Sicht auf das untere Belvedere. Dieses zeigt übrigens neben Kunstausstellungen zu allen Epochen, insbesondere im Prunkstall, wunderbare Schätze des Mittelalters. Otto Wagners kunstvoller Jugendstil-Pavillon am Karlsplatz hat sich zum Kaffeehaus gewandelt. Den Resselpark solltest du dir nicht entgehen lassen. Du findest dort neben dem wunderschönen Kuppelgebäude der Technischen Universität natürlich die Karlskirche, viel Grünfläche, Spielplätze und Sitzecken. Außerdem gibt es im Park Denkmäler, unter anderem eines von Josef Ressel, dem Erfinder der Schiffsschraube, oder des Komponisten Johannes Brahms, der hier allerdings einen etwas gar nachdenklichen Eindruck macht. Die Karlskirche ist eine von den Habsburgern im 18. Jahrhundert errichtete Kuppelkirche, ein sehr beeindruckendes historisches Bauwerk. Am Schwarzenbergplatz steht dieser prächtige Hochstrahlbrunnen und gleich daneben das Denkmal von 1945 zu Ehren der bei der Wiener Operation im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der ehemaligen Sowjetunion. Ja, auch Wien versprüht einen Hauch von Hollywood. Zumindest mit diesen Sternen hier an der Kärntnerstraße direkt vor der Wiener Staatsoper. Und für einen Kaffee mit Kuchen zwischendurch eignet sich die Kaffeekonditorei Aida an der Operngasse hervorragend. Entlang des Opernrings im Burggarten triffst du auf Goethe, zumindest auf ein Denkmal von ihm, obwohl er nie in Wien gewesen war. Ebenfalls im Burggarten kannst du ein, meines Erachtens, sehr schönes und kunstvolles Denkmal von Wolfgang Amadeus Mozart betrachten. Ja, und mit der Hofburg wird's klassisch. Die Habsburger Kaiserresidenz mit kunstvollem Interieur im Barockstil, Kaiserapartments und einem Silbermuseum, also nicht nur klassisch, auch edel. Der innere Burghof beheimatet das Kaiser-Franz-Denkmal. Es stellt den Kaiser auf einem achteckigen Pfeiler in antiker Gewandung dar. Nicht entgehen lassen solltest du dir die spanische Hofreitschule, die Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet wurde. Die Lipizzaner Hengste dieser traditionellen Reitschule verzaubern mit ihren Vorführungen der Hohen Schule der klassischen Reitkunst Zuschauer aus aller Welt. Allerdings, fotografieren und filmen während der Auftritt der Pferde ist leider nicht gestattet. Der Michaelerplatz ist einer der offiziellen Haltestellen für Fiakerfahrten durch Wien. Und der Michaelerplatz ist einer der schönsten Plätze Wiens mit dem Michaelertor, dem Loshaus und den eingefassten archäologischen römischen Ausgrabungen in der Mitte des Platzes.
Michaelerkirche wurde 1220 erbaut und bereits 1288 zur Pfarrkirche erhoben. Sie zählt zu den ältesten und interessantesten Kirchen Wiens. Das Gebäude der österreichischen Nationalbibliothek am Josefsplatz besitzt wunderschöne Verzierungen und auf dem Platz steht die imposante Reiterstatue von Kaiser Joseph II. Am berühmten Graben befindet sich der Josefsbrunnen und die Wiener Pestsäule, etwas netter auch Dreifaltigkeitssäule genannt. Sie wurde nach einem der tödlichsten Ausbrüche der Beulenpest, die Europa 1679 heimsuchte, errichtet. Die Straße ist sehr breit angelegt und Geschäfte kannst du hier mehr als genug vorfinden. Ebenfalls hier und unübersehbar ist die römisch-katholische Domkirche St. Stephan aus dem Mittelalter mit kunstvollem Turm, Katakomben und einem Schatzmuseum. Das Restaurant 12 Apostelkeller ist mit seiner urigen Inneneinrichtung im Keller sicher etwas Besonderes, speziell fürs Auge. Die Speisekarte bietet auch Klassiker, darunter natürlich Wiener Schnitzel, ansonsten ist das Ganze doch eher touristisch ausgelegt. So, Zeit, dass wir an die Donau gehen, respektive erstmal an den Donaukanal. Dem Kanal entlang geht's zum Hundertwasserhaus, das unverkennbar die Handschrift des Künstlers Friedensreich Hundertwasser trägt, der übrigens mit bürgerlichem Namen Friedrich Stowasser hieß. Das Hundertwasserhaus ist allerdings lediglich von außen zu besichtigen. Gleich gegenüber des Hundertwasserhauses befindet sich das Hundertwasser Village, das besichtigt werden kann. Der Künstler gestaltete hier sein einziges Einkaufszentrum mit einem Dorfplatz, einer Bar und zahlreichen Geschäften im typischen Hundertwasserstil.
Der Prater gehört zu Wien und Wien gehört zum Prater. Deshalb gilt, vorbeischauen ist ein Muss bei einem Wien-Besuch. Das Schöne am Prater ist, man muss nicht unbedingt mittendrin sein, es reicht auch dabei zu sein. Oder du kannst dich auch abwenden, wie diese Dame hier. Nun ist es an der Zeit, dass wir die schöne blaue Donau besuchen. Herrlich, dass es diese Pontonbrücke, Ponte Cagrana genannt, für Fußgänger und Radfahrer gibt. Diese müssen allerdings absteigen, denn hier gilt das Fahrverbot. Im Winter ist die Brücke nicht begehbar, weil sie zerlegt wird. Herrlich der Blick von der Donauhalbinsel auf die Reichsbrücke im Vordergrund und die katholische Kirche St. Franziskus von Assisi im Hintergrund. Die rund 20 Kilometer lange Donauhalbinsel teilt die Donau auf dem Stadtgebiet in zwei Teile und wurde künstlich geschaffen aus Gründen des Hochwasserschutzes. Heute dient sie hauptsächlich als Naherholungsgebiet. Viele Wege führen nach Rom respektive zum Schloss Schönbrunn und fast ebenso viele Transportmittel. Die Geschichte vom Schloss Schönbrunn reicht bis ins Mittelalter, ins 14. Jahrhundert zurück. Kaiser Matthias gab dem Areal einer Legende zufolge durch die Entdeckung einer Quelle seinen heutigen Namen. Unter Maria Theresia wurde Schloss Schönbrunn Mitte des 18. Jahrhunderts als imperiale Sommerresidenz zum glanzvollen Mittelpunkt des höfischen Lebens. Seit dieser Zeit waren die führenden Staatsmänner Europas hier zu Gast. Der Schlosspark Schönbrunn ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete in Wien und beherbergt beeindruckende Brunnen, Statuen und Denkmäler.
Seit 1996 ist der Schlosspark gemeinsam mit dem Schloss Schönbrunn im Verzeichnis des Welterbes der UNESCO. Mit diesen Eindrücken und mit einem herzlichen Servus verabschiede ich mich von dir aus Wien und danke dir für dein Dabeisein. Wenn du magst, schreib mir einen Kommentar und wenn du mir ein Like schenkst und meinen Kanal abonnierst, freut mich das ganz besonders. Wir sehen uns schon bald wieder, dann aus einer Kleinstadt in Deutschland, natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.